Bevor ich dir meine absolute Geheimwaffe am Ende des Videos verrate, schauen wir uns jetzt mal an, welche Affen so im Pokerzirkus rumturnen. Denn Gott sei Dank haben nicht alle Spieler eine so solide Anfängerstrategie wie du und es gibt eine Vielzahl von Spielstilen. Viele behaupten ja immer, dass man beim Poker jeden einzelnen Gegner ganz genau analysieren muss. Am besten stalkt man den Fridolin direkt bei Facebook und weiß dann, dass er jetzt blufft, weil er sich genau gleich am Ohr kratzt, wie auf dem Profilbild 2012, als er ja auch versuchte, glücklich und zufrieden zu wirken, obwohl seine Frau Frieda sich da immer ganz besonders über den Besuch vom Briefträger Bertram gefreut hat, was dir die Nachbarin Nadine freundlicherweise erzählt hat, als du ihren Müll durchwühlt hast. Aber lass dich nicht von so einem Quatsch beeindrucken, man kann fast alle Pokerspiele in eine der folgenden Kategorien stecken. Das hat logischerweise den Vorteil, dass man nicht gegen jeden einzelnen Engelbert eine eigene, spezifische Strategie entwickeln muss, um zu gewinnen. Man braucht nur kleinere Anpassungen an die Kategorie, in der unser Gegner Gustav so spielt, und schon kommt man mit ihm klar. Bevor wir über die Spielertypen reden können, müssen wir jetzt aber festlegen, welche Statistiken wir uns dazu anschauen. Nach welchen Eigenschaften suchen wir jetzt bei unserem Ulrich? Als erstes schauen wir uns natürlich an, wie viele Hände der Hugo so spielt. In meinem letzten Video hast du ja gelernt, dass man wenig Hände spielen soll und das nennt man dann Tight. Da der Dominik aber nicht auf diese Darbietung draufgeklickt hat, will er sich natürlich mit jeder Hand einen Flop anschauen. Und das nennt man dann Loose. Im Pokerjargon nennt man das VPIP oder VPIP oder und das steht für Voluntarily Put in Pot. Also in wie viel Prozent investiert unser Ferdinand freiwillig Geld in den Pot. Aber da wir unseren Sebastian in eine sehr spezifische Schublade stecken sollen, brauchen wir hier also einen Grenzwert. Der Grenzwert ist natürlich sehr subjektiv und kommt von mir, aber ich behaupte mal, dass ein VPIP von 25 bis 30% ungefähr die Grenze zwischen Loose und Tight festlegt. Und jetzt schauen wir uns an, wie unsere geschätzte Gisela ihre Hand so spielt, wenn sie sich denn einen Flop anschauen will. In meinem letzten Video habe ich dir ja auch verboten, den Preflop Call Button zu drücken, weil es zu passiv ist. Also können wir unsere freundliche Franziska auch anhand ihrer Aggressivität einteilen. Umso öfter Julia jetzt callt, umso passiver wird sie und umso öfter Roswitha raised, umso aggressiver wird sie. In der Pokersprache nennt man diesen Wert PFR. Das steht für nichts anderes als Preflop Raise. Analog zum VPIP ist es der prozentuelle Anteil der Hände, die vor dem Flop von der geizigen Gertrud geraced werden. Hier können wir allerdings nicht davon ausgehen, dass eine absolute Zahl einen Grenzwert darstellt. So kann hier der tighte Theodor mit seinem VPIP von 10 und seinem PFR von 8 als aggressiv gelten, während der loose Luigi mit seinem VPIP von 50 und seinem PFR von 20 eher als passiv gilt. Es geht also ums Verhältnis dieser zwei Werte. Aber auch hier kann ich dir einen subjektiven Richtwert geben. Wenn der PFR kleiner als die Hälfte vom VPIP ist, dann ist der Peter passiv. Und wenn der Wert größer als 2/3 des VPIPs ist, dann ist die Anna aggressiv. Das waren jetzt nur die Preflop-Werte. Man kann das Ganze auch Postflop betrachten. Hier gibt es allerdings schon einen einfachen Wert, den Aggressionsfaktor oder kurz AF. Dieser berechnet sich aus der Summe von Bets und Raises durch die Anzahl der Calls. Wenn der Wilhelm einen Wert von 1 oder mehr hat, dann ist er eher aggressiv. Und bei Werten zwischen 0 und 1 kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Bertha passiv ist. Ganz wichtig zum Beachten ist hier, dass die Aktionen Check und Fold gar nicht erst in der Gleichung vorkommen. Viele glauben ja, dass man sich quasi geschlagen gibt, wenn man foldet. Dass man wie ein Köter mit eingeklemmtem Schwanz traurig zurück in die dunkle Gasse schleicht. Tatsache ist aber, dass diese zwei Aktionen rein neutral sind. Der Fold-Button ist also dein Freund und er kann auch sehr starker und sehr profitabler Zug sein. Theoretisch ist es zwar möglich, dass die Preflop so passive Paulina Postflop zu einem aggressiven Albert wird, allerdings ist das menschliche Gehirn nicht unbedingt so gebaut. Wenn sich der Florian also vor dem Flop mit ein paar Fünfer vollscheißt, ein Race zu machen, dann ist die Chance relativ klein, dass er mit Middle Pair komplett ohne auf Amok Alex macht und Check raced. Wenn du nicht willst, dann musst du dir für diese 4 Spielertypen jetzt nicht unbedingt neue Namen merken. Es reicht, wenn du einfach die Kombination der Eigenschaften nennst. Wenn du also von einem Loose Passiv, einem Tight Passive, einem Loose Aggressive oder einem Tight Aggressive redest, dann weiß in der Pokerwelt eigentlich jeder, was du meinst. Schauen wir uns als erstes also deine Strategie ein, den Tight aggressiven Spielstil oder manchmal einfach Tag genannt. Durch deine sehr disziplinierte Auswahl der Starthände gehst du oft mit besseren Ausgangskarten ins Rennen und hast dadurch nach dem Flop oft einfachere Entscheidungen. Zum Beispiel hast du einen guten Kicker zu deinem Top-Pair und du musst nicht mit deinem Babyflush Angst vor einem höheren Flush haben.
Deswegen kannst du auch in den meisten Fällen ohne schlechtes Gewissen setzen und erhöhen und so den Gegner vor eine schwierige Wahl stellen. Aber es gibt auch eine Schwachstelle in deiner Strategie. Du bist verwundbar gegen Bluffs und deine tighte Spielweise macht es dem Gegner leicht, dir immer wieder die Blinds zu klauen. Aber bleib in der Ruhe. Mit meinem Geheimtipp später kannst du diese negativen Seiten ganz einfach umschiffen. Dann gibt es nur den loose-passiven Spieler. Wenn ich 100 Menschen nehme, die noch nie was vom Poker gehört haben und an einen Pokertisch setze, dann bin ich überzeugt, dass fast alle genau diesen Spielstil haben. Das ist ganz einfach das Resultat aus Unwissenheit und der natürlichen Abneigung, Geld zu riskieren. Durch ihre Unwissenheit spielen sie einfach zu viele Hände und der Mix aus Risikoabneigung und der Angst, geblufft zu werden, zwingt die meisten Menschen eigentlich in diese passive Schiene. Und den losen Lukas, der mit Middle Pair bis zu deinem All-In am River alles callt, weil er dir halt die Ass nicht glaubt, nennt man dann einen Fisch. Und im extremen Fall spricht man dann von einem Whale. Ziemlich doof, weil Wale sind ja gar keine Fische. Dieser Spielertyp ist dein tägliches Brot und er pumpt mit Abstand am meisten Geld ins Poker-Ökosystem. Da muss ich aber nochmal ganz klar sagen, dass das auf gar keinen Fall etwas Schlechtes ist, auch wenn es oft so dargestellt wird. Diese Spieler haben nämlich fast nie das Ziel, langfristig beim Poker zu gewinnen und sie spielen auch nur ab und zu mal. Die wollen halt einfach einen netten Abend verbringen und sind dazu bereit, ein paar Euro am Tisch liegen zu lassen. In vielen Pokerrunden unter Freunden ist das ja auch gar nicht tragisch, weil jeder am Tisch so spielt und sie das Geld im Prinzip nur im Kreis rumschieben. Als nächstes schauen wir uns noch den tight passiven Spielstil an. Der Spieler ist sicher mit Abstand der seltenste. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wenn mir das letzte Mal so einer über den Weg gelaufen ist. Stell dir einfach den alten Alfons vor. Der sitzt mit seinen stolzen 80 Jahren nämlich genau an dem Platz mit der kürzesten Entfernung zum nächsten Defibrillator. Das Einzige, was die davon abhält, bei ihm regelmäßig den Puls zu kontrollieren, ist immer sein leiser Seufzer, den er bei jedem Fold macht. Und den macht er echt oft. Poker spielt er seit 1964, also die Zeit, in der das Checkraise noch illegal war, und wenn er dann einmal von sich aus ganz freiwillig Chips in die Mitte schiebt, dann kannst du davon ausgehen, dass er hundertprozentig die Nuts hat. Viel Geld ist bei ihm auf einen Schlag nie zu holen. Er foltert nur seinen Chipstapel auf die grauenhafteste Art und Weise. So ungefähr wie bei der Tropfen auf die Stirn Folter wird der Chiphaufen bei jedem Orbit einfach kleiner und kleiner. Blind für Blind nähert sich der Stack einfach dem unvermeidbaren Ende. Und aufgrund von der Tatsache, dass so ein Roland halt regungslos am Tisch rumschimmelt, nennt man ihn auch den Rock. Im Grunde kannst du so eine Blindleiche komplett ignorieren und ihn einfach wie einen leeren Stuhl behandeln, der nur ab und zu halt einmal an Blind in den Pot einzahlt. Und wenn der träge Thomas dann doch einmal aus der Totenstarre aufwacht, dann klickst du einfach innerhalb von einer halben Mikrosekunde auf den Fold-Button. Und jetzt schauen wir uns nur den loose-aggressiven Typen an. Hier gibt es leider den Sonderfall, dass es da zwei verschiedene Gattungen gibt, die man auf den ersten Blick gar nicht so einfach unterscheiden kann. Auf der einen Seite gibt es den guten Lag. Er hat sich meistens aus dem tight-aggressiven Spielstil rausentwickelt und schon so einige 100.000 oder gar Millionen Hände auf dem Tacho. Während du das meiste Geld von einem loose-passiven Bartel kriegst, hat der daneben noch was anderes auf der Speisekarte stehen. Und zwar dich. Du musst also alles dran setzen, um den Gedanken Gustav so schnell wie möglich zu identifizieren, um ihm dann in Zukunft aus dem Weg zu gehen. Aber keine Angst, so oft kommt der Spielertyp Guide vor. Denn selbst bei dem Detlef, der von sich behauptet, sowas zu sein, bei dem ist es meistens der Fall, dass er sich hoffnungslos überschätzt und in Wahrheit eher zu der zweiten Variante gehört. Dem Maniac. Meine Erfahrung, fast immer die gleiche Gattung Mensch. Du kennst doch sicher den Angeber Ali, der mit 22 zwar schon 3 Golfs im Graben versenkt hat, aber beim Zeltfest immer noch rumgeigt, dass er der beste Straßenrennfahrer ist, weil er ja die PS mit seinem unfassbaren 300 EQ Brain locker wieder wettmacht. Ich glaube, du weißt, von wem ich rede. Beim Poker ist es analog dazu immer der Kumpel, der als allererstes immer den gleichen Spruch rauslässt, dass ihm ja die Strategie so am Arsch vorbeigeht, weil er, der Sir Siegfried, spielt ja den Spieler und nicht die Karten. In der Realität ist er aber der Clown Clemens, der ohne Sinn und Verstand einfach nur mit Chips um sich wirft. Und oft genug hat er sogar den gefühlten Erfolg, wenn er zum 3. Mal im 10 Big Blind Pot mit 100 Big Blinds All-In blufft und alle folgen. Leider hat er halt beim 4. Mal wieder so ein Pech, weil der dumme Dietmar jetzt so unfassbares Glück hat und mit den Nuts callt. Oft reicht er nur der kleinste Pot, der nicht in die Richtung des Poker-Weltmeisters Walter wandert, um ihn vollkommen in den Rage-Modus zu bringen und der rasende Rudi openshoft einfach jede Hand instant All-In, bis er pleite ist. Solchen Spielern begegnest du ganz einfach mit Gelassenheit und lässt ihre Aggressivität für die arbeiten.
Den extremen Freak Ferdinand kannst du vielleicht sogar mit Middle Pair einfach profitabel runtercallen, weil er es halt maßlos übertreibt. Und beim gemäßigteren Gilbert, da weißt du, dass er auch mit Top Pair und am miserablen Kicker am Flop All-In geht. Du hast jetzt also eine grobe Ahnung, wie du gegen die ganzen Kartenklausis so spielen kannst. Aber jetzt kommt noch mein Geheimtipp. Du musst nämlich gar nicht gegen die ganzen Typen spielen, wenn du nicht willst. Nach Bankroll Management gibt es nur das Prinzip der Game bzw. Table Selection. Poker ist nämlich kein kompetitives Spiel und umso früher du das überzuckerst, umso besser. Du suchst dir also ganz gezielt die Spiele und Tische aus, an denen die meisten loose-passiven Leos lümmeln und nur auf einen Tag wie die warten, der ihnen ihre bösen, schweren Chips abnimmt, damit sie wieder leichten Schrittes nach Hause gehen können. Online geht es sogar ganz einfach, bevor du dich hinsetzt, weil da haben viele Seiten Statistiken zu den Tischen eingeblendet. Hier musst du Ausschau halten nach einem Wert wie Spieler pro Flop oder Table VPIP oder sowas ähnliches. Und du versuchst immer einen Platz an einem Tisch mit dem höchsten Wert zu kriegen. Weil hohe Werte stehen oft für lose Spieler. Ein Tisch voller tight passiver Opas, die nur im Kreis folgen, der würde ja viel kleinere Werte haben. Aber wenn du schon am Tisch sitzt, dann musst du halt über mittelfristigen Zeitraum anschauen, wie die Gegner so spielen. Nach ungefähr 20 bis 30 Händen kannst du normalerweise schon ein ganz gutes Gefühl dafür entwickeln. Aber das Ganze geht dann noch einfacher mit ein paar Lifehacks, die zwar nicht immer 100% genau sind, aber doch noch genau genug. Schau zum Beispiel drauf, ob die Lilly nur limpt. Oder drauf, ob der neue Norbert, der sich gerade zu dir an den Tisch gesetzt hat, direkt den Big Blind außerhalb der Reihe postet, damit er nicht warten muss und gleich mitspielen kann. Oder ob der knippige Karl sich mit nur 50 Big Blinds an den Tisch setzt. Genau diese Beobachtungen sind Indizien für potenziell loose-passive Fischlis. Obwohl es jetzt keine absoluten Messwerte sind, verlasse ich mich schon sehr lange drauf und ich bin eigentlich fast nie falsch gelegen. Wenn du aber nach einer Stunde am Tisch noch keinen Fisch gefunden hast, dann kratz deine Chips zusammen und geh zu einem anderen Tisch. Und wenn es gerade keinen anderen Tisch gibt, dann geh was trinken oder such ein neues Hobby oder schau dir in der Zwischenzeit ein anderes Video von mir an. Denn manchmal ist die profitabelste Entscheidung beim Poker einfach gar nicht zu spielen. Genau an dem Platz mit der kürzesten Entfernung zum nächsten Defibrillator,